afraid to turn out the lights? Is there something you're scared of? What's there out in the dark? Make sure to keep all your windows locked. Do you surrender? You try to stay awake. These walls you can't escape. Here's one for the lonely hearts, for the ones that fear the dark. You better run out of here. Bet you can't look the other way. Here's one for the broken road. That's the only one you know. You better run out, truth or dare. Get me out, take me anywhere but here. Oh, anywhere but here. Wanting something good to come, waiting for things to run away from. Are you just hiding? Yeah, walking into the fire, talking like you never die, like you're immortal. You try to stay awake. These walls you can't escape. Here's one for the lonely hearts, for the ones that fear the dark. You better run out of here. Bet you can't look the other way. Here's one for the broken road. That's the only one you know. You better run out, truth or dare. Get me out, take me anywhere but here. Here's one for the lonely hearts, for the ones that fear the dark. You better run out of here. Bet you can't look the other way. Here's one for the broken road. That's the only one you know. You better run out, truth or dare. Get me out, take me anywhere but here. Oh, anywhere but here. Oh, anywhere but here.
Ja, Tag auch, Leute. Hi, wie ist es denn? Schönes Neues muss ich euch ja erstmal wünschen. Ne? Es ist ja neues Jahr und wir haben uns noch gar nicht gesehen. Hi. Ja, also hier zu meinem neuen Format. Barbecue, Biggernoks Barbecue Reaction. Jetzt fragen sich jetzt die einen oder anderen, was hat er denn da vor? Was will er denn da machen? Ja, und zwar habe ich mir gedacht, das will ich dieses Jahr mal antesten, ob ihr da Bock drauf habt, weil ist ja, ne, wenn ihr da keinen Bock drauf habt, dann brauche ich es auch nicht machen. Aber ich dachte, mir könnte eine ganz interessante Sache sein, weil ich hole mir natürlich auch Inspiration aus dem Netz, vor allem bei YouTube, vor allem auch bei, ich sag mal, amerikanischen Kanälen, gerade die großen Kanäle, gucke ich mir natürlich auch mal an, wie haben die einen geilen Burger gemacht, wie haben die Ribs gemacht und so weiter. Und ich glaube, viele haben ja so ein bisschen die Scheu davor, auch amerikanische Barbecue-Videos zu gucken. Zum einen wegen der Sprachbarriere, zum anderen, weil die da vielleicht auch die Gradzahlen in Fahrenheit angeben und so weiter. Und ich dachte mir, hey, ich setze mich einmal im Monat ein Stündchen hin und guck mir mal so Videos an. Das kann ich auch mit euch zusammen machen. Und genau das habe ich heute vor. Heißt, ich habe ein Video mir grob rausgesucht, weil ich mir aber noch nicht angeguckt habe. Ich habe nur ein, zwei, drei Mal so reingeklickt, ob das geile Bilder sind, von einem großen amerikanischen Videokanal. So, und dann habe ich gesehen, gut, das gefällt mir, geht ums Thema Brisket. Und da ziehen wir uns gleich zusammen rein, sprechen da ein bisschen drüber, halten da zwischendurch mal an, gucken, ob wir das genauso machen würden, können hier im Chat diskutieren, ob das sinnvoll ist, so zu machen oder das vielleicht anders zu machen, wie auch immer, ob wir das einfach mal so ausprobieren. Und ja, und dann gucken wir mal. Ich habe vor, das jetzt immer so ein Stündchen zu machen. Dann werden ja nach dem Video immer noch weitere Videos vorgeschlagen. Und dann suchen wir uns da einfach eins aus und gucken uns da eins an und vielleicht auch noch ein drittes. Also so, das ist die Idee, dass wir ganz einfach uns ein paar amerikanische geile, weil die machen halt geiles Barbecue, geile Videos angucken, da ein bisschen drüber quasseln und so weiter. Ich weiß noch nicht, ob die Videos dann im Nachgang, nach dem Live-Chat, auch weiter bei YouTube verfügbar sind. Das muss ich erstmal abklären, ob da auch so die ganzen Amis einverstanden sind, dass ich ja deren Videos benutze hier in meinem Video. Aber es ist eine Reaction. Eigentlich sollte es funktionieren. Aber man weiß ja nie. Ne? Man weiß ja nie. Und deswegen kann es sein, dass es entweder vielleicht wirklich eine reine Live-Situation wird. Mein Liebstes wäre natürlich, wenn das Video dann auch im Nachgang stehen bleiben könnte auf YouTube. Aber das muss ich jetzt erstmal nach den ersten Videos mir alles so reinziehen. Ihr habt euch mit Sicherheit auch gewundert, warum gibt's denn dieses Jahr noch kein Grillvideo von mir, beziehungsweise von Steffi und von mir. Ja, ganz einfach, weil wir einen ziemlich holprigen Start ins neue Jahr hatten. Steffi und ich waren einfach mega erkältet. Also so richtig, ihr hört es vielleicht noch ein bisschen an meiner Stimme. Ich bin auch noch taub auf einem Ohr, weil meine Erkältung echt so krass war mit Mittelohrentzündung, Trommelfell geplatzt, also eine Scheiße. Und dann haben Steffi und ich gesagt, weißt du was, wir nehmen uns einfach mal die ersten 2, 3 Wochen im Jahr frei, machen uns gar keinen Kopf um irgendwas und dann legen wir los. Das heißt, nächste Woche kommen dann auch wieder ganz normale Barbecue-Videos von mir, plus zusätzlich jetzt mittwochs immer um 18 Uhr ich hier mit einem Reaction-Video oder mehrere Reaction-Videos, müssen wir einfach mal gucken, wie die Zeit auch hinhaut. Oder vielleicht auch mal mit einem Gast hier bei mir, der hier neben mir sitzt, dass man zusammen ein bisschen drüber quasseln kann. Das gucken wir einfach mal. Wir gucken einfach mal, wie es funktioniert. Und ja, ich sehe schon, ey, ihr seid wirklich schon fleißig hier im Chat dran. Ey, vielen, vielen Dank, dass ihr alle da seid. Metzger Waschel habe ich gesehen, einer der Ersten, der heute da war. Ralf Kratflieg, Andreas ist da, der Inge ist da, Michi Haug ist da, der Mike, der Nick. Also, ja, ganz viele. Ich sehe das jetzt hier so gerade mal so einen Überblick. Ey, super geil, dass ihr da seid. Freut mich wirklich richtig. Und ja, ihr seht, hier läuft jetzt auch der Chat so ein bisschen hier mal durchs Fenster durch. Ich weiß noch nicht, ob wir das alles so lassen. Wie gesagt, seht mir ein bisschen nach. Ich teste das jetzt hier auch natürlich ein bisschen aus. Genau wie mit meinem Greenscreen. Ich sehe gerade, der ist noch so ein bisschen, ja, ich sag mal ein bisschen grob. Da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten, weil ich einen virtuellen Greenscreen gerade benutze. Aber wir haben für euch auch aufgerüstet, auch extra für dieses Format. Heißt, neue Kamera ist hier vorne drin, die mich jetzt um einiges schärfer darstellt. Obwohl, geht das eigentlich nicht schärfer? Geht doch gar nicht, oder? Na, und neues Mikro, wie ihr seht, das ist jetzt hier. Steffi lacht schon da hinten. Ich hoffe, die Soundqualität ist gut. Die Mikro schlägt hier gerade ein bisschen zu weit aus.
Ich stelle das mal ein runter. Vielleicht ist das besser, wenn es da nicht ganz so laut bei euch ankommt. Wenn irgendwas bei euch knistert oder knastert, dann sagt mir Bescheid. Ich hoffe, die Quali ist soweit aber in Ordnung. Und ja, was soll ich lange rumlabern? Habt ihr Bock, dass wir uns das erste Video reinziehen? Weil ich habe mir hier 'n Video rausgesucht, habe ich hier schon aufgemacht. Ich würde sagen, wir starten das jetzt gleich erstmal einfach. Werden da mit Sicherheit zwischendurch mal drin anhalten. Ich guck mal, ich meine, ich verstehe ja auch nicht alles, was die sagen, ne? Also, die sprechen ja manchmal so schnell, auch in den amerikanischen Videos, dass ich mir auch nur so ungefähr zusammenreime, was sie sagen. Ich bin auch nicht muttersprachlich Englisch oder irgendwie so. Aber gerade wenn die so Temperaturansagen machen, dann rechnen wir das mal um und so weiter. Ich würde sagen, ey, ab ins kalte Wasser. Wir legen einfach mal los und starten hier mit dem ersten Video. Das mache ich euch natürlich auch größer. Und ja, ich würde sagen, jetzt geben wir einfach mal Gas und gucken mal, äh, was die hier so machen. Also, erste Thema habe ich mir ausgesucht, ein geiles Brisket-Video. Ah, direkt mit Werbung hier. Von Guga Foods. Ja, Leute, und die Bilder haben mir schon gereicht, dass ich das Video mir ausgesucht habe. Also von daher wisst ihr Bescheid, ne? Also hier zur Info auch noch mal. Also, das ist der Pitmaster ist hier Schatz Barbecue und das ist, Guga Food, der das hier vorstellt. Und die beiden haben sich zusammen und der eine macht halt so geile Briskets und der erklärt jetzt dem anderen mal so, wie er das am besten machen kann. Und ich würde sagen, ja, ziehen wir uns einfach mal weiter rein hier, ne? Ach, man hört gar nichts. So, seht ihr, da ist nämlich schon der erste Fehler passiert. Danke, Steffi, dass du reingerufen hast. Das heißt, wir starten noch mal von vorne. Ne? Komm, so, das können wir ja jetzt. Wir haben jetzt 10 Sekunden geguckt. Und jetzt solltet ihr auch was hören. I've cooked so many briskets in my life, but today I'm gonna show you how I got schooled by a Texas barbecue pitmaster. Echt, das ist Schatz Barbecue. Ja. Und wie gesagt, bei den Bildern, wie gesagt, da haben die mich gehabt, ne? Welcome to the show, my brother. Thank you for having me. Always a pleasure to be here. So this is a Wagyu marbling score 9. Very big, as a lot of Wagyu briskets tend to be. So trimming a brisket is really all about maximizing. Ja, also klassisch, ne? Hier ein ordentliche Brisket haben die hier liegen. Meine Güte, und jetzt geht's natürlich erstmal ins Fett trimmen und dann gucken wir uns mal an, wie die das The machen. amount of sliceable brisket you get at the end of the day without having too much fat, but also having enough to keep your meat nice and juicy throughout the cook. Also, while you're at it, you can take off some silver skin and remove any meat that's gonna burn up. Because the brisket has two different muscles and different thicknesses, some of the So, hier, ich halte das auch, wie gesagt, immer mal wieder an zwischendurch das Video, ne? Wir können auch jetzt zwischendurch immer jetzt wieder hin und her wechseln. Das ist natürlich ganz cool. Ne, er hat direkt gesagt, er lässt auch ein bisschen Fett stehen, ganz einfach, weil's einfach 'ne ordentliche Kruste bringt und ja, gucken wir einfach mal weiter jetzt hier. The thinner meat is going to cook a lot quicker than the thick part. So by trimming it up, giving it good shape, removing the extra fat you don't want, and making this thing nice and aerodynamic is really just going to give you a better result at the end of the day. And I gotta say, one of the most impressive things for me is the S shape. That's what I call it, the S chud. Can you explain the chud S? shape? So basically in one clean slice, we're going to remove a lot of that thick lean that lives under the fatty muscle. That doesn't have a great fat cap on it. It's not going to cook up very well. Okay, habt ihr gehört, diesen S-Shape, den sie machen, also diesen S-Schnitt, den er so gemacht hat? Hier ist meine Hand gewesen. Ja, nimmt er unten ab und zwar unter diesem sehr fettigen Teil, was hinterher auch kein schönes Fleisch ist, was die abnehmen. Ich bin mal gespannt, ob die das Fleisch, was sie denn darunter nehmen, dann auch hinterher noch verarbeiten. Gucken wir uns das mal Now, an. one of the things I do differently is that I take all the fat out from the fatty part. But you like to leave a little bit. Why? The fat really helps give you a nice bark because all the pepper and salt can kind of cook into it and just give you a juicier bite. But I gotta say, in the end results, take a look at this brisket. Ja, und guckt euch das hier mal an. Also, wie gesagt, ne, der eine, der nimmt immer das ganze Fett weg und er lässt einiges stehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, so viel wie jetzt hier habe ich auch noch nicht stehen lassen. Ich mache das immer beim Brisket so,
dass ich wirklich, also diese dicken Schichten an Fett wegnehme und da hätte ich wahrscheinlich, hier seht ihr auch meine Maus, das hier hätte ich wahrscheinlich weggenommen und das hier hätte ich wahrscheinlich auch noch ein bisschen weggenommen. So was hier lasse ich auch ganz gerne stehen. Ne? Also, weil, wie gesagt, hat er ja gerade gesagt, ne, Fett ist natürlich Geschmack und bringt natürlich auch eine geile Kruste, wenn es hinterher mit den Gewürzen dann eingerieben ist. Also, wie gesagt, ich bin gespannt, wie es hinterher aussieht. Body, absolute beauty. One of the things I love about bread, he's just like me. Nothing ever goes to waste. What about all of this trimming? Also, wir werden also auch nichts Oh, there's so verschwenden. much you can do. I mean, you throw that through the meat grinder, you got yourself some Wagyu ground beef for burgers, tacos, meatloaf, you name it. So nothing ever goes to waste. So, habt ihr gesehen, ne? Und die Reste, die abgeschnitten haben, das wird also nicht einfach weggeschmissen. Bei uns kriegt auch der Hund oft mal was, ne? Das ist natürlich auch so eine Geschichte. Aber hier ist natürlich geil, hier, bei so einer Wagyu-Brust, das lassen die zum Beispiel durch den Wolf und machen sie geile Burger. Ja, was willst du denn mehr machen? Das ist mega gut. Weißt du, so, ich hätte wahrscheinlich sogar mehr Bock auf den Burger jetzt als auf den Brisket. Seasoning I like to go with is 2 parts 16 mesh black pepper to 1 part diamond crispy kosher salt and 1/2 part granulated garlic. And as you can see, once he was done, the side and the edges perfectly seasoned. Never forget your sides, folks. Rookie move. So this is my typical setup for a kettle grill. So we're kind of going with a snake method approach here where we're gonna fill this thing up with charcoal and then just put a small amount of lit charcoal on one side so that way it slowly burns across over the next probably 5 hours. And then of course you did add a little bit of water to the water pan. Yeah, if you don't add water, that pan will warp, but also Also seht ihr, ne, das Setup, was die gemacht haben. Warte mal, ich gehe mal hier noch having an irgendwie, inch of water muss ich between noch mal your meat zeigen. and your fire. This is another barrier so you don't toast the edge that's closest to the fire. It's not gonna be Ne, hier, also der hat hier auf der rechten Seite hat er hier die glühende Kohle, die jetzt so langsam hier nach links durchglühen kann. Er sagt, das grillt 5 Stunden, die haben hier noch Wasser reingemacht. Boah, das finde ich aber krass, dass das 5 Stunden Hitze abgibt. Sah mir jetzt nicht nach so viel Kohle aus. Aber gut, ist natürlich, wenn gleich der Deckel drauf ist und nur wenig Luftzufuhr ist. Klar, dann geht das. Die hauen jetzt hier noch Holzchunks drauf, ne, für den Raucharoma und ja, ziehen wir uns dann mal weiter a rein. real barbecue if you don't add chunks. Yeah, you gotta have some wood, you gotta have some smoke. Once that was done, it was perfectly lit. You threw it inside, cover it up, and what's the Boah, das sieht temperature aber you were geil looking aus, for? oder? I was aiming for 250. And that So, da war es schon. 250. So, ich habe hier den schlauen Rechner, den hole ich uns mal eben raus. Also, 250 Grad Fahrenheit sind 121 Grad Celsius. Also da, bei 120, wisst ihr, zwischen 115 und 130, sagen wir. Er macht jetzt hier, er regelt den so bei 120 Grad Celsius ein. That's all she wrote for the brisket. But then immediately we came in with 2 short ribs. As you can see, these are 2 beautiful short ribs. Marvin, you Ach, machen sie noch scored 9. schönes They are Zeitgericht, fantastic. haben sie noch Now, 2 since we have Short Ribs, two, I auch always sehr love to do geil. experiments, and you decided to do one with me as well. And one, we're gonna do it with the fat cap on, and the other one does not have a lot of fat cap on it, so Brad decided to take it off. Once the trimming was done, you treat it exactly the same way as the brisket did, with a little bit of that salt, pepper, and garlic. Alter, aber guck dir mal das Fleisch an, wie das schön hier intermuskulär durchzogen ist, ne, mit dem Fett. Mega geil. Also das sind jetzt 2 Short Ribs, die machen die einfach noch bei einem, lassen sie den Fettdeckel drauf, bei dem anderen nehmen sie ihn runter. Gerade beim Brisket habe ich auch gehört, Salz, Pfeffer, bisschen Knoblauchpulver, das war's mit dem Würzen. Mehr hat er nicht genommen. Garlic powder rub. And please, folks, don't forget the side. That's right. Und was soll man So for sagen? one of Nicht these die Seiten wraps, we're gonna vergessen. throw it on the drum smoker, and the other one we're gonna toss in the pellet grill, and we're gonna get a really nice comparison of all 3 of these cookies. Okay, verschiedene Flavor, Grills. temps, management, Ne? and time. So for the ribs, you did not go at Gute Typ 250 übrigens. each. What temperature exactly? For the drum smoker, I was aiming for around 275 because it was pretty far away from the coals. And for the pellet cooker, I went at 225 because that thing seems Also habt ihr gesehen, ne? In dem Drum Smoker 275, da sind wir wahrscheinlich bei so ungefähr, gucken wir uns das mal eben an, ja, bei knapp 140 Grad. Bin ich jetzt hier, warte mal, zack, ich mach mal alles weg. Zwar 135 Grad, siehst du, kommt hin. Und den anderen hat er, glaube ich, auf 225 eingestellt, ne? Sind so 110 Grad. Also wir bewegen uns im Endeffekt alles zwischen 110 und 130 Grad. Ne, so im Endeffekt. 135 Grad auf den verschiedenen Grills. Ja, gut. So machen wir das ja auch immer. Also, was ich so gesehen habe, die Amis, als ich drüben in Amiland war, die gehen alle so ein bisschen höher mit der Temperatur. Also, wo wir hier so sagen 110, 120 Grad, machen die eher 130, 135 Grad. Aber okay. Ich habe schon einige Ergebnisse in den Videos gesehen. Also jetzt in dem noch nicht, da bin ich gleich mal gespannt.
anscheinend machen die es ja nicht so falsch, ne? to run a bit hot. Shockingly, the drum smoker was done much quicker. And notice because you didn't take out the silver skin and also the top fat cap, it curled up. I'm curious to know if that's because we were cooking hotter and faster, or if it is that silver skin kind of constricting as it cooks and just kind of plumping them up. So to finish them up, you decided to go ahead and wrap them up in butcher's paper with a little bit of Wagyu fat. Yeah, it's kind of a trend right now. Okay. Also, habt ihr gesehen, die haben jetzt das Butcher Paper genommen am Ende und haben das Butcher Paper mit Wagyu-Fett, also mit Rinderfett vom Wagyu-Rind eingerieben. Jetzt geht's nochmal in. I just couldn't help. The more fat, the better. Ja, je mehr Fett, Once that was desto done, besser. immediately went into the food warmer. That's right. How long are we gonna leave it there? We're gonna let these go overnight because we got plenty of time to wait for the other. Oh, habt ihr, und dann bei 150 Grad Fahrenheit, also wahrscheinlich, gucken wir uns an, 150 Grad, also bei 65 Grad dann im Endeffekt lässt er das, wenn ich das gerade so richtig gehört habe, die ganze Nacht in dem, hier in diesem Cooker, oder ich weiß nicht, was das ist so ein Warmhalte-Dingen, weil die werden natürlich am nächsten Tag auseinanderfallen. The Ne? rack of beef ribs and the brisket. And also the heated overnight rest is a game changer when it comes to backyard barbecue because that's what they do at the barbecue joints. I think that's the key of Texas barbecue. They let it rest. Yeah. Shortly after, which was about 9 hours, Also das ist ja das, was wir euch auch immer sagen, ne? Also das wirklich ziehen lassen, dem ganzen Fleisch Zeit geben und auch gerne über Nacht, dann kriegst du halt so geile Sachen raus, ne? the brisket was at 179 degrees, and you decided to take it off. At this point, we really want to wrap it up. There's plenty of ways to wrap it, but I really love doing the foil boat method. First and foremost, it's going to leave that fat cap exposed, which is going to allow it to render down and get some nice crispy bark on there. Okay, and also got your it. edges are covered up, which can get a little dried out. So all the fat and juices rendering out of this thing are now held in. We're going to kind of confit this brisket from the bottom while still getting some extra smoke on the bark. I've done a confit brisket before. Turned out Okay, jetzt müssen wir einmal, also die gehen jetzt hier zu einem Confit Brisket, also konfieren ist ja im eigenen Fett garen. Was er jetzt gerade gemacht hat, auch interessant, ihr seht auch mit Alufolie, ne? Also warte mal, ich gehe nochmal so ein Schrittchen zurück. Ne, hier, das mit der Alufolie. Das ist natürlich geil. Vor allem, wir sind ja auch nicht in diesen hohen Temperaturen. Viele haben ja immer Angst vor Alufolie, das kann ans Fleisch gehen und. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn wir keine Gäste haben, benutzen wir auch fast nur Alufolie. Und gerade auch hier, wenn du bei den niedrigen Temperaturen bist, dann ist natürlich, was soll da ans Fleisch gehen? Ne? Und klar, damit fangen die den ganzen Saft auf. Oben kann sich eine schöne Kruste bilden. Finde ich schon ziemlich Kind geil. of confit this brisket from the bottom while still getting some extra smoke on the bark. I've done a confit brisket before. Turned out so good, but one of the things that I lost was the bark because, you know, everything is just soaked in there. Right. So your method, Ja, also da habt ihr gesehen, ne, als er es konfiert hat, also im eigenen Fett gegart hat, das Dings, ist halt keine Kruste dran. Deswegen, This one's fully Nein, wrapped wir up. bleiben That beim confit Barbecue. This goes for probably another 2-3 hours until we come up to an internal temperature of around Also 200 nochmal, degrees. ich glaub, But more gerade waren importantly, it's no- feeling nice and tender and probing like butter. that's how you know when it's done, everybody. When you pick it up, also, habe ich das jetzt richtig mitgekriegt hier mit den, wie lange haben sie nochmal around draufgelassen? 200 degrees, but more importantly, it's feeling nice. Also nochmal mit der Temperatur runter, ziehen wir uns auch mal eben nochmal wieder hier rüber. Da haben wir jetzt 200, müssten das um die 90 Grad sein, ne? 93 Grad, genau. Und ja, und da lassen sie nochmal ein paar Stündchen drin. Like butter. That's how you know when it's done, everybody. When you pick it up, it should feel nice and jiggly. Nice and Boah, aber du lovely. siehst ja schon wieder hier jiggelt, ne? So jiggle, jiggle. So you mentioned the Texas Trinity is sausage, brisket, and also beef ribs. We have plenty of sausage on hand. So we decided to do something real quick. Yeah, let's bust out a quick side dish. Quick puff pastry all the way around Oh, it just one to have side some dish. flavor. Put in some nice egg wash, little barbecue rub right on top. Pop it in the oven until it's fully cooked. Slice it up and take a look at these sausages. Boah, auch geil, ne? Sieht so ein bisschen aus wie so eine Rindskrakauer, würde ich jetzt mal fast sagen. Einfach ein bisschen hier Blätterteig drum, also ist eine Käsewurst, ein bisschen Barbecue-Gewürz noch drüber. Und das kannst du auch immer so geil als Appetizer rein, ne? Und also das sind so Sachen in den Videos auch, wo ich mir Ideen hole, ne? Dann habe ich jetzt gesehen, das wäre für mich schon ein eigenes Video wert, diese Wurst. Das sollten wir vielleicht demnächst mal machen. Wir müssen uns nur noch eine geile Wurst besorgen. Oder mit dem Sibbo mal wieder eine machen. Now mal that is a gucken. juicy sausage. I mean, Oh, scheiße, die come sieht on. aber auch gut aus. That's what I'm talking about. So that was our Ja, der Mann side wieder dish, da but most rausläuft. importantly now is to see how the brisket and also the short ribs came out. So I say it is enough talking and it is time to get a piece of heaven. So let's do it. So. Jetzt kommt Fleischporno. Jetzt ziehen wir uns das mal rein.
Oh, meine Musik, die habe ich auch schon mal benutzt. Oh ja, Mann. Also irgendwie doch auch ein bisschen erotisch, oder? Krasser Scheiß, ey. Ja, wenn das mal nicht saftig ist, dann weiß ich auch nicht. So, da bin ich jetzt mal gespannt. Boah, leck mich am Arsch, ey. So, Leute, das ist mal eine Männerplatte, würde ich sagen. Lecko funny, Herr Kapitän, ja. Boah, wie saftig das war. Also meins, ich habe ja vor ein paar Wochen auch ein Brisket gemacht. Das war auch saftig, aber das hier war noch saftiger. Boah, richtig krass. Does that look good or what? And before we try it, I want to thank today's sponsor, Manscaped. They created the ultimate men's grooming kit. Check it out. Auch sehr geil, ne? Die großen Kanäle machen dann immer so zwischendurch Werbung, die sie dann selber machen. Und hier Manscaped, das ist ja so ein Ding, um sich die Eier zu rasieren, oder? Sehr lustig. The Platinum Package 4.0 by Manscaped, Manscaped Body Wash, and 2-in-1 Shampoo, plus Conditioner Duo made with all natural, hydrating ingredients. Then whether it's for business or for pleasure, you gotta smell good, my friends. So for your underarms, here's your new aluminum-free stick deodorant. And this other kind of deodorant, the Crop Preserver. Yep, that's for your balls. Then the Lawnmower 4.0 electric trimmer, and the Weed Whacker nose and ear hair trimmer. It's waterproof, cordless, and made with skin-safe technology. And when you opt into the Peak Hygiene Plan, you get all your favorite Manscaped product replenishments sent straight to your door. They're also hooking you up with freebies like the Shed Luxury Travel Bag and a pair of Manscaped anti-chafing boxer briefs. So go to manscaped.com and get 20% off, plus free international shipping, plus 2 free gifts when you use promo code Guga at checkout. That's 20% off plus free shipping and 2 gifts with promo code Guga at manscaped.com. Thank you, Manscaped, for sponsoring this video, but now let's get right back to it. All right, everybody. Ja, aber Leute, geil, ne? Oder? Da geht so ein für einen Eierrasierer ist es ja nun mal so, und hier ein paar U-Buchsen machen die Werbeverträge mit irgendwelchen Barbecue-Kanälen oder Food-Kanälen, ne? Krasser Scheiß. Here we have this incredible feast, Brad. It Ja, is das ist a natürlich spread, herrlich. to say the hier. least. Brad, thank you so much, my brother. I appreciate it. Thank you for having me. This has been a lot of fun, and yeah, I'm pretty happy with this spread. I think we did an all right job. And even the side dishes look pretty good, man. Yeah, they look great. Super We eat geil. these last. Is that the best bite of the I brisket? think we got to start out. That's the first? Okay, That's the very best good. bite. All right, Texas-style burn ends. Let's go right here then. Oh my God. In Texas, Ja, we hinten die Burnt Ends Look at natürlich. this, everybody. This thing is guck dir glistening mal an, weil selbst wie everywhere. Let's give it a saftig go. die sind, Cheers, ne? everybody. Damn. That is so good. I forgot that it's Wagyu. Sometimes you eat a piece of meat, you shut up. This is the one that shuts you up. You know what I'm saying? Like, it's so good, words cannot describe, everybody. It's just perfect. You never had like real Texas barbecue, only mine because I didn't take you last time. What do you think? That was worth the wait. That was very worth the wait. I agree. Also das sah ja schon mega geil aus, gerade auch die Burnt Ends, wie saftig die waren. Da hat er ja auch gesagt, ne? Da muss man einfach nur genießen und auch mal die Fresse halten. Und hier sein Kumpel sagt auch, das war, also der, wo letztes Mal nicht dabei war, das hat sich gelohnt zu warten. Also richtig, richtig geil. That was good. Let me get some. Hold on, we gotta do it. There we go. So it is like meat jelly because, you know, the collagen has turned into gelatin. That's what everybody keeps saying it all the time. It's just so extremely soft, but at the same time, it has that little texture of meat. How do you describe it? Yes, it's not completely mush, but it's as close as you can get. That's perfect. Just so tender, smoky, barky. Very, very nice. Like that. Okay, I want to jump in for a real slice now. What do you mean? Like a whole slice because I'm hungry. Got to go for the fatty on The fatty? All right, let's go for the fatty because we deserve bread. Ja, das ist natürlich immer der fette Teil, ist natürlich, den finde ich auch am geilsten. Ich finde, den hat er sogar schon ein bisschen zu breit geschnitten. Je dünner du den schneidest, finde ich den eigentlich noch geiler. Um den dann, ja, pur zu essen, ja, pur ist halt eine Rinderbrust. Ich liebe die Dinger ja in Sandwiches. Lord have mercy, everybody. Is there a word for beyond perfect? There you go. I mean, check it out. Perfectly bent, and then you go. Well, there you Okay. You just gotta go Ich like sag mal this so, ist zart. and just, and then you have a good bite. go. I just want to see this part right here.
Oh, we're just going for it. We don't say cheers, no. Oh, wow. Oh, we don't say cheers. I'm the only one that's okay with tradition around here. Brad, how long have you been cooking? Barbecue, about 10 years now. It shows. By the way, 10 out of 10. We'll highly recommend. Oh, Ja, also das sieht auch schon so geil aus. So zart war meins nicht. Everybody. Und But now I richtig, want to richtig jump gut. into the beef ribs. I know you sliced a few pieces over here, but I think it would be nice for us to take a bite. I mean, it's brisket on a bone. You know, you got to eat it off the bone, right? Let's go. Let's go for it. This is one of my favorite cuts of meat. I love beef ribs. It's really hard to compete with that. Ja, das muss ich auch mal sagen. Die sagen gerade, also Beef Ribs ist ja wie Rinderbrust am Knochen. Und ich muss euch ehrlich sagen, also ich finde Beef Ribs auch richtig, richtig geil. Sagen die gerade auch, also Beef Ribs hat schon richtig was. You know, they're fatty, they're juicy, they're Esse tender. ich manchmal wirklich sogar lieber als Oh, normale the Ribs. bone. I would say enough talk. Let's give this a go. Cheers, everybody. Boah, die sehen aber auch gut aus. The bark is stupid good. The bark, everybody. These are the ones we cooked on the barrel. Yeah. Bark got a heißt little bit of Kruste that, für diejenigen, die es red vielleicht nicht meat wissen. flavor Und to die 'em. Kruste, sagen sie gerade, ist der I'm gonna lick my Knaller. lips, sorry. Very tasty. Fatty, juicy, tender, perfect, smoky, amazing crust. God, this is good. I don't even want the side dish. I'm sorry. I know, man. I'm happy here. No. But we have to make Er will gar keine Side-Dishes hier, Seitengerichte hier haben, so Nebengerichte. Er will einfach das Fleisch Good essen. official. Let's try the sausage. Kann ich Let's give irgendwo this a go. Are you verstehen. ready? I'm ready. Cheers. Wait, I'm still Die cleansing my Wurst sieht auch palate. richtig geil aus. I'll wait for you. No, I'm not waiting. Oh, wow. It works so well. The puff pastry. Cheers, mate. Und das werde ich auch mal machen. Alright. Vor allem, das ist so eine schnelle Nummer. Das kannst du schnell mal I machen. feel So like die I'm Wurst in meat heaven. mit ein bisschen Yeah, this is what it Blätterteig looks drumherum, like, ein I bisschen think. Barbecue, Have you ever wird heard sehr, about sehr the meat geil. sweats? I'm having them right now. That's happening, everybody. It is happening. We gotta finish the video because there's so many people behind the camera that want to try it, and they're gonna be upset with us. We were not. Ihr habt doch gehört, ne? Die werden jetzt das Video beenden, weil hinter der Kamera auch noch so viele Leute sind, die probieren wollen. Das ist bei uns ja meistens auch so, gerade wenn wir so große Sachen machen. Ich kann es gerade nachvollziehen. Und die Can I werden sich actually jetzt alle den tackle all Bauch this vollschlagen. ourselves? Richtig, No way. richtig geil. Like I said, I'm gonna eat this one alone. I want to see you just pick it up and take a bite out of it. Ja, Metzger, was lese ich gerade deinen Kommentar. Früher, ne? War We're das going fishing Zungenfleisch, ne? tomorrow. We're gonna take a little piece for the captain. Oh, that's right. This piece is gonna be for Captain Juan, and we're gonna put it on the Google channel. If you're not subscribed, go ahead and subscribe. You should be able to see it real shortly. We're Oh, gonna geil, go wenn die fishing da with auch- Brad. das ist and a natürlich bunch auch of people geil. together. It's gonna be a lot of fun. You ready? I'm so ready. It And- sounds amazing. I think if we take a brisket for the captain, he's gonna put us in more fish. Yeah, I bribe people with brisket all the time. Well, Captain Juan, I'm very jealous now. Guys, make sure you go check out Brad's channel, Judd's Barbecue. Highly recommend. A true masterclass was done today. Ziehen wir uns And I auch was irgendwann mal just rein, oder? lucky, Oder sollen wir da lucky. gleich direkt mal drauf gehen? Thank you, Brad. Thank you for having me again, man. This was a lot of fun. I'm glad we finally got to link up. We've been talking about this for a while. So long. Thank you for coming all the way down. Now, next time, I'm gonna go over there. Absolutely. Yeah, can't wait to go to Sehr, Austin. sehr, Come sehr, here, sehr Come on geil. over. So, I das hope you Video hat guys sich doch enjoyed schon this video. gelohnt If you did enjoy, anzugucken. make sure you give it a thumbs up. If you're not a subscriber, be sure to subscribe for future videos. Remember, if you're interested Das in machen wir jetzt anything auch, I Leute, use, ne? everything's always on the description down below. Thank you so much for watching. We'll see you guys on the next one. Take care, everybody. Bye-bye. Peace out, guys. So, ich werde euch die Videos natürlich auch hier nach der Übertragung, ich mache mal hier auf Pause, nach der Übertragung werde ich euch die Videos hier natürlich auch einfach mal verlinken hier in der Beschreibung. So, aber ganz, ganz wichtig, so, ich muss jetzt hier nochmal einmal zurückgehen. To the show, my brother. Thank you. So, warte mal, ich muss einmal zurückgehen. Und zwar abonnieren, nicht vergessen. Und den Daumen nach oben und am besten noch einen Kommentar. Great job. So. Yummy. Also, das muss sein. Oh, noch verschrieben. Also, von daher, so. Kommentieren, weil das hilft denen ja auch und war ja auch sehr, sehr geil. Ja, das war doch schon mal ein geiles Video, oder? Würde ich sagen. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Jetzt ist natürlich die Frage, was ziehen wir uns jetzt für Videos rein? Wir werden jetzt hier auch so ein paar ähnliche Texas Brisket, Meat Brisket on a Pellet Grill. Was würdet ihr denn sagen? Ihr könnt ja mal mitentscheiden. Sollen wir uns noch ein Brisket-Video, hier zum Beispiel von Meat Church, Brisket on a Pellet Grill, auch 1,1 Millionen Aufrufe, vor 7 Monaten erst veröffentlicht. Das scheint also auch ein sehr interessantes Video zu sein, was die Leute sich reinziehen. Oder sollen wir mal auf den Kanal gehen von Schatz Barbecue? Also schreibt mal im Chat hier eine 1 für Brisket on Pellet Grill und für 2 einmal gucken, was der Schatter auf seinem Kanal so macht. Ne, schreibt das mal im Chat, ich gucke mir mal an. Dauert ja immer so 10 Sekunden, bis das hier bei mir ankommt.
Also 1 für Brisket am Pellet Grill, 2, mal gucken, was da der andere macht. 2, 2 sehe ich hier schon. 2, 2, 2, okay. 2, 1, 2. Aber hauptsächlich, was ich hier so sehe, ist 2 im Chat. Perfekt, gut. Gut, dann gucken wir uns hier Schatz Barbecue an. Da ist er schon. Schatz Barbecue, 241.000 Abonnenten, also auch nicht so klein, würde ich sagen. So, was gucken wir uns denn dann mal von dem an? So, hier hat der seine Videos. So, Brisket haben wir gerade gehabt. Bacon Burnt Ends, natürlich auch sehr, sehr geil. Beans in Chill, zack, Beef Snack Sticks. Whole Hog Egg. Mhm. Bacon Burnt Ends finde ich natürlich auch sehr. Oh, das was hier, das finde ich ja auch geil. So, jetzt haben wir hier mal drauf den Texas Chili Pastry Cups. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Also ich bin für dieses Video, hier schaut mal mit, hier, ich mache mich mal hier groß. Sollen wir uns das mal hier reinziehen? Oh, White Wings, auch sehr, sehr geil. Ja, ich guck mal hier nochmal. Ja, am meisten macht mich das hier gerade an. Aber ist auch Brisket Chili Chops. Obwohl, eigentlich ja ziemlich geil. Das heißt, der wird wahrscheinlich das Brisket, was er jetzt hier benutzt hat, oder was er irgendwann mal gemacht hat, wird er jetzt hier verarbeiten. Also ich würde sagen, wir gehen hier einfach mal rein. Und was schreibt ihr? Nicht nur Beef Ribs war bei uns Suppenfleisch, auch hohe Rippe. Ja, 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 klar. Das war früher alles Suppenfleisch oder wurde irgendwie anders verarbeitet. Und Tafelspitz hier und heute sind es die geilen Barbecue-Cuts, ne? Okay. Ja, komm, wir gehen mal hier rein in dies. So, wir gehen jetzt hier rein in die haben mich am meisten angemacht. Wir gucken uns What's mal going on, everybody? Welcome back das to Video Chuck's an, Barbecue. My name is was hier Bradley passiert. Robinson, Ich finde and ja today ziemlich I'm gonna show cool. you how I made these beautiful, delicious, smoky, puffy brisket chili stuffed into some puff pastry cups. Coming up. Okay. Okay. Jetzt ab. Auch ein bisschen irre, der Typ. These are some bones. No need to pat these dry today because So, jetzt bin ich ja mal mega gespannt, weil da, also ich hätte jetzt nicht gedacht, anhand des Titels, dass er da irgendwelche Knochen braucht. Jetzt, also bin ich wirklich gespannt, these was are still daraus pretty jetzt much wird. frozen. I pulled them out of the freezer maybe an hour ago because I forgot, and it doesn't really matter. But these are some beef bones. These are Das passiert mir übrigens auch sehr, sehr häufig. Er sagt ja gerade, hat er aus dem Gefrierschrank genommen und leider erst vor einer Stunde, weil er es vergessen hat. Könnte auch ich sein. Das passiert mir ständig. Ich vergesse es dann einen Tag vorher rauszunehmen und dann scheiße. some beef neck bones. We got some little marrow bones, and we got some big marrow bones that were not sliced. These are the same thing, just cut up differently. And we got a little shank or something there. Because first thing we need to do for making a good chili is make a good beef stock. So first thing we need to do is fire off these bones. So let's fire up the pit. The pit we go. Gonna rock this pit pretty hot and fast today, probably around 325 for maybe an hour or two. We're just trying to get some color. Okay, habt ihr gehört, ne? Also er will es jetzt relativ flott machen. Bei 325 habe ich verstanden, oder 325. 325. Ja, sind so 160, 165 Grad Celsius, ne? Ja, und rein in, also sehr geiler Smoker, also Marke Eigenbau, ne, richtig, richtig geil, so ein Backyard-Smoker finde ich super geil. Ihr seht hinten, das Feuer lodert richtig. Ja, aber ich bin gespannt, wie der die Knochen da on these, verarbeitet. get a little smoke on them. Just roast them off a little bit, cook out some of the impurities. You know the drill. We're just making a basic beef stock here. So we'll check back in on these in a little bit. After about an hour of hot and fast smoking, our beef bones are looking beautiful. So So sehen sie nach einer Stunde hot and fast aus, also nach einer Stunde bei 165 Grad into a ungefähr. pot of water they go. Ooh. Und jetzt Nice im quick toast. And I did go through Okay. and pull some bone marrow out of some of these and put them on. Topf mit Wasser. I couldn't resist. But that's really all we're looking for. Some nice color. Very hot. Ow. And we got the meaty boys over here as well. That's just gonna add some extra flavor. If you're ever making beef ribs or something, just save your bones. Perfect for doing this. But we're also gonna go in with some aromatics, including one yellow
Okay, habt ihr gesehen, an einigen war ein bisschen mehr Fleisch dran, an anderen ein bisschen weniger, aber hauptsächlich sind es natürlich irgendwelche Knochen, fast Reststücke, würde ich sagen. Jetzt haut er hier noch Zwiebeln rein, ungeschält, einfach halbiert. Onion. Got some old carrots and celery going in. Couple of bay Karotten und leaves. Sellerie. Some garlic cloves. Any old meat, leftover Bisschen barbecue, Knoblauch. leftover steaks. Just thrown into the chili. Then some black peppercorns and some red chili flakes. Boop. And we're just gonna let this boil away for the next Also Pfeffer few und Chili hours. Flakes. And usually when you're making a stock, you don't want to do a full rolling boil like this because all the fats can kind of emulsify into the stock, giving you a cloudy stock. But we're making chili, so I'm not too worried Also ihm ist ja gerade scheißegal, er gibt Vollgas da und lässt das jetzt ordentlich richtig about having a kochen. little extra fat in the party. After about 4 hours, this stock Nach 4 boiled Stunden. away, extracting all the goodness out of those bones. I then pulled the bones out and sent it through a strainer. You've seen me strain stock plenty of times on this channel. And that left me with about this much stock, which I then reduced down to here because I'm not sure how much beef stock we're gonna need to make this chili. And I'd rather concentrate the flavors into this and add more water if we need to, rather than have an abundance of weak stock on our hands. So now it's time to move on to the chili portion of our chili. Okay, also das ist sozusagen jetzt die Rinderbrühe, die er dann auch runter reduziert hat, nachdem man abgesiebt hat. Okay, also ich sag mal so, geile Grundlage. Into this little sauce pot, I'm going in with some dried chilies. Got a blend of chilies here, a couple Paar getrocknete ancho, Chilis im Pot. couple New Mexico, couple pasilla, and some chili de árbol for a Verschiedene. little bit of heat. Well, pretty much any chilies you got will work really well for this. And I'm just gonna dry toast these for a little bit to kind of wake up their fragrance. And once these are smelling nice and toasty, we're gonna go in with some of our beef stock. And we're just gonna let these steam away. Okay, And also ein after a bisschen nice was von der long Brühe steam, drauf. these are nice and soft. Into the blender we go. Und ab im Mixer das ganze Add Zeug more und schön beef stock durchmixen. as necessary. Das sieht auch schon ziemlich And feurig now aus, we're gonna Leute, go in muss with ich some other sagen. spices, including some cumin, boop, some paprika, granulated onion, and granulated garlic. And just get that all nice and mixed up. Also, was war jetzt, was hat er reingemacht? Zwiebel, Knoblauchpulver, also Zwiebelpulver, Knoblauchpulver, Salz. Und was hat er am Anfang? Ja, keine Ahnung. Warte mal, sollen wir nochmal zurückgehen? Granulated onion and granulated garlic. And just get that all nice and mixed up. Ja, ist die Würze. Beautiful. And now our chili paste goes in with our beef stock. Oh, yeah. And now it's time for our beef. And today I'm using a big bag of leftover chopped brisket. Okay, also das hat er dann jetzt in die restliche Rinderbrühe geschüttet. Ne? Und jetzt hier Brisket, was er über hat. Deswegen, Leute, sage ich euch ja auch immer, friert euch, wenn ihr Sachen über habt, die kannst du irgendwann mal wieder benutzen. Der macht also jetzt ein geiles Chili aus einem übrig gebliebenen Brisket. Ei, jetzt wird's geil. You can use whatever beef you like. Ground beef would be fine, but anytime you got leftover barbecue, especially this time of year, this is a great way to go about doing it. Add some more smoke to the dish. And, I mean, come on, it's brisket chili. What's not to like? And we're just gonna let this boil away until it reduces down and gets Lösen wir nice jetzt ein and bisschen thick. köcheln, damit es on runter second reduziert. thought, I don't know if that was enough beef. Good thing I found some leftover barbacoa, too. Oh, yeah. Cleaning out the freezer today, folks. And while we wait for our chili to reduce down and stew away, let's go ahead and get our vol au vent ready, which is a fancy way of saying puff pastry cups. Puff Pastry Cups. Warte mal. Ich muss nochmal zurückgehen, weil ich nicht gesehen habe, was er da am Ende reingeschmissen hat. Da habe ich mir natürlich. Was hat er denn da jetzt noch reingeschmissen? Warte Down and mal. gets nice and thick, although on second thought, I don't know if that was enough beef. Good thing I found some leftover barbacoa too. Keine Ahnung, ich verstehe es nicht. Leftover Barbecue. Oh yeah. Cleaning out the Chew. freezer today. Keine Ahnung, Andreas, hast du das verstanden? Irgendwie bist du noch da, Andreas? Schreib mal im Chat, was der da jetzt noch reingeballert hat. Ich habe es nicht verstanden. Andreas hat ein paar Jahre in Amiland gewohnt, der hat das mit Sicherheit verstanden. Ich habe es einfach nicht verstanden. Warte, ich mache nochmal die Stelle, dann kannst du dir vielleicht einmal im Chat Just gonna schreiben. let this boil away until it reduces down and gets nice and thick, although on second thought, I don't know if that was enough beef. Good thing I found some leftover barbacoa too. Oh yeah. Cleaning out the freezer today, folks. Paprika, noch ein bisschen And while we wait Paprika. for our Ah, chili to okay. reduce down and stew away, let's go ahead and get our vol au vent ready, which is a fancy way of saying puff pastry cups, using some puff pastry. Very nice, fresh out of the freezer. I'm gonna let Ja, these aus so einer thaw for Art about 10 minutes or Blätterteig, so ne? until they're thawed enough that we can unroll them without them breaking. And after just a few minutes and a few chili splatters, this stuff is looking good. Onto a sheet tray we go. Beautiful. And the first thing we're gonna do is brush some egg wash all over this sheet here.
Ein bisschen Ei drüber That's just gonna help the knallen. 2 layers stick together. And then we're gonna bust out a ring mold, any size you want, folks. Beautiful. Get rid of the extra. By get rid of, I mean bake off and throw some cinnamon sugar on it or something. And then with a smaller ring mold, we're gonna go onto one of these pieces. Push Okay, it so down, richtig, make dieser sure it's Backkunst, cut was der da all the way macht. through, and we're gonna place that right on top of one of these other ones. I am not doing a very Okay. good job at this, but hey, it's my first time. And there we go, that's it. Now, we repeat. Just want to press that in. Why is everything so sticky? Und den dann über den anderen drüber. Boah, aber das Chili schon And alleine, there we wie go. geil. That's Und what they dann, should boah, look like das wird when they're richtig all lecker. done, nice and ready to go. I'm gonna hit these with one final egg wash, just Ich for hätte jetzt good gedacht, der measure. nimmt oben And if die, you want a die better oberen instructional inneren on how Blätter to wieder make raus. these, there's plenty of videos on the internet. If you just type in puff pastry cups or vol au vent, which is how they say it in French. Anywho, into a 400-degree oven these go for the next 25 minutes. So, Zwiebel, zack, 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 klein schneiden. Ah, finde ich geil, ey, wenn er das dann halt so schnell, weil wir brauchen sich stundenlang angucken, wie er Zwiebel schneidet. Also so finde ich sehr, 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 sehr geil. And just like Ein that, bisschen these Käse. things are coming out of the oven and looking absolutely beautiful. Honestly, Ja, thought they would das sieht puff schon up geil a aus. little bit more, but I think they're still gonna work out perfectly. So, let's let these cool down for a good little bit. And just like that, Ein bisschen our chili runterkühlen is lassen. done. Und jetzt bin ich gespannt. Oh, it smells Zeig so mal. good. As you can see, it's reduced down nicely. It's got a Boah, geil. beautiful chili consistency to it. Not all that chunky because Das we ist ein use Chili, chopped beef Leute. and Und nicht barbacoa, hier. but I Ich kinda sag, da like ist so ein it this richtiges way. Chili, Makes for a ne? great Also wir chili haben ja dog. meistens hier Chili con Carne und so was alles. So hier mit Hackfleisch und Bohnen, das ist mit einem übrig gebliebenen Brisket. Boah, ist das geil. Boah, also da kriege ich jetzt gerade so richtig Kohldampf Frito drauf. pie, although it does kind of look like dog food. But I gave this a taste a little while ago, and it was tasting really good, except it needed a whole bunch of salt. So I added probably about a 1/4 cup because it's a lot of meat Okay. here. And you want to wait till the end to add your salt because I didn't know how salty it was going to be with that barbacoa and all that brisket meat in there. But now is the time to do your final taste. Also da wird mir auch alleine eine Scheibe Weißbrot, so ein richtig geiles, so ein Bauernstuten oder so. Boah. And adjusting. You might want to throw some cayenne in there if you want it a little spicier, but hey, you do you. For me, this is perfect. I love chili. And now that Ja, these guys das have sieht ja cooled richtig down a geil little aus. bit, all we need to do is go ahead and separate the tops. And I must say, these are looking pretty cute. And because we already cut the dimple, we got a nice little theme Okay, to da follow hat er around vorher, die hat here. er vorher da so I'm just drauf gonna get in gemacht. there with our sharp little pointy knife. Okay. And it should pop right on out. Left a couple Das ist natürlich geil. Jetzt hat er wie so eine kleine Höhle, wenn er das aus der Mitte rausnimmt. Ja, finde ich A geil. beautiful Ja. little puff pastry cup with its own little adorable lid. Oh, how beautiful. Very easy, especially once they've cooled down, they kind of crisp up a little bit. Whereas if you try to do these when they're fresh out of the oven, Ja, genau. Ich glaube nämlich auch, du sagst ja nämlich auch, hier ist es besser zu schneiden, wenn er die ein bisschen runtergekühlt hast. Dann sind die so ein bisschen crispy und kannst du besser schneiden. Wenn die warm sind, verbrüste nur die Pfoten. Also von very daher hot and hard to work with. Ooh, there we go. hätte ich echt auch so Perfect. gemacht. Ooh, Das ist snack for richtig, Papa. richtig Gotta cool. love puff pastry. So flaky. And once they're all opened up, we just gotta load them up. I'm Ja. thinking we start out with a little bit Und jetzt of kommt das cheese in the bottom. Get a nice bisschen little Käse noch rein. protective Ja, layer Alter. going. And also, Wisst ihr Bescheid, more ne? cheese. Come on. Just a couple of onions for good measure. Ah, ein paar and then Zwiebelchen last noch. but not least, we're gonna fill our little pastry cups up with a lovely dollop of some of our beautiful barbecue chili. Ooh, I'm liking this already, folks. Give the old tappa. Oh, beautiful. Not sure how practical this is, but it certainly is kind of cute. Also, looking at the amount of chili I need to fill these up, I Mega made an geil. alarmingly large amount. Wahrscheinlich jetzt noch ein And, bisschen Käse I'm not drauf, mad about oder? it because honestly, I just made this video because I was in the mood for some chili. Now, when planning out this episode, my biggest concern was that the chili would leak out through the bottoms or the sides of these pastry cups, and now that I'm actually seeing it, I can tell you that that is not a concern bisschen anymore. Zwiebel. These things are pretty Aber wenn da hard. Zwiebel So drauf we're macht, going to auch top Chili these drauf. off with a little more white onion, and of course, a little more cheddar cheese. And there we go, some beautiful little chili cheese pastry cups. But Also ich stehe auch unheimlich auf Cheddar, weil der so schön zerläuft und auch geil schmeckt. Also Cheddar, finde ich, ist auch wirklich mein absolut oberster Grillkäse. Steffis gar nicht so, aber meiner. I might have to be a little extra real quick. So. Ach, guck mal, er macht die gar nicht mehr irgendwo rein, eben mit dem Bunsenbrenner Beautiful. drüber. Top these off with our little caps if we feel like it. And our little chili cups are done. I mean, what's not to like, folks? Boah, We geil. got some smoky, Geil, beautiful geil, brisket geil. inside some smoky, beautiful beef bone broth, cooked down with some chilies and spices, stuffed into some buttery puff pastry, topped with cheddar cheese and onions. Ah, I gotta dive in. I gotta say, these things are pretty cute. In preparation, I thought that'd be real messy because it would kind of go all over the place. So maybe this is a knife and fork situation, but I'm already holding it, so we're gonna find out. That is so good.
No Boah, drips das yet glaub because ich. it's real thick. Mir läuft chili. das Wasser im Mund zusammen, wirklich Oh God, richtig I was just gut. about to say this pastry is quite flaky and tends to fall apart on you. So, that is so good though. Cheesy. That buttery, flaky crust just goes so well with that chili. Baked on a buttery, crispy crust. Flaky. I thought I said flaky. One more bite. Und weg damit. That is a damn fine Texas chili. I tell you what, you know, it's spicy, but it's not over the top. Full of flavor, very beefy. Okay, habt ihr gehört, das ist ein richtiges Texas-Chili, ne? Ist würzig, aber er findet es nicht zu scharf. Also, man weiß ja nicht, was für Chilis er reingemacht hat. Da muss er natürlich dann vorsichtig sein. Aber wie geil, also, boah, richtig geil. Also, das auch mega Inspiration jetzt für mich, was ich dieses Jahr wahrscheinlich machen will. Und der flippt natürlich auch völlig aus, weil er es geil findet. No Ne? need for beans or tomatoes or any of that nonsense. That's why it's called chili. Habt ihr gehört, ne? Und Bohnen und Tomaten, Blödscheiß, kommt da nicht rein. Fertig, genau so. Boah, und ich finde es, saug richtig lecker aus, ey. It's like a little chili kolache or something. And the whole thought process behind this was, how do you bring chili to like a football game or a holiday party or a cook-off or something? Ja, geil, die kannst du wirklich auch überall mit hinbringen. And this is what I came up with. I think next time I might make them even smaller so they're bite-sized instead of these, which are like 2 or 3 biters. But either way, I'm not mad about it. So good. Geil. So good. Tasty stuff. Now, I would not suggest making a giant pot of chili just to make these, but I would suggest making a giant pot of chili. And once you're sick of Frito pies, give some of these a go, because once you have the chili, these come together real quick. Oh, they're so good. But Guter without Typ further ado, irgendwie. I think it's time for the official taste test. All right, y'all, and that is Ach, it. guck mal, That is da how war to ein make chili a la king, as I like to call it. Because if you've ever seen chicken a la king in an upscale restaurant, it's often served like this in a little vol au vent. And it's quite tasty stuff. I highly recommend giving this recipe a try. It's a real fun way to make a nice little chili appetizer or snack. And especially when it's made with brisket, with the cheese and the onions, it just hits right. But all that being said, if you enjoyed this video, let me know by hitting that subscribe button. Let YouTube know by dropping a Auf like jeden Fall, on this Kollege. video. If you Ja, so, also auch hier natürlich wieder, Leute, ne? So, hier wieder. Den abonniere ich, weil finde ich ein super geiler Typ. Also wirklich geil. Ich finde, man versteht ihn auch gut, wenn er was redet. Ich habe zwar einmal so Gewürz, aber da habe ich gesehen, habt ihr ja schon im Chat geschrieben, dass es Piment war, dieses eine Gewürz, was ich nicht verstanden hatte. Also mega geil. Und Paprika, was er hinterher noch hinzugefügt hat. Ich finde das Video auch mega geil. Ich finde es eine mega geile Anregung. Vor allem, der hat es jetzt mit Brisket gemacht. Und ja, also da kannst du natürlich auch, ich sag mal, wenn du irgendwie hier Pulled Pork oder so über hast, ne, kannst du genauso mitmachen. Also richtig, richtig geil, werde ich auf jeden Fall mal machen. Und hier natürlich auch einen Kommentar da lassen. Cool Dude. Zack, Smiley dahinter. Und raus damit. Ja, also ne, Leute, wenn ihr euch Videos auf YouTube anguckt, ne, denkt dran, immer liken, abonnieren und am besten noch einen Kommentar da lassen. Da freut sich jeder drüber, freue ich mich auch drüber. Ja, und richtig, 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 richtig cool. Ja, Leute, also ich würde sagen, das machen wir jetzt einmal die Woche. Was haltet ihr davon? Also ich fand's super mit euch hier auch. Aber das auch wirklich, waren immer die gleichen Zuschauer so ungefähr da, sind mal welche rein, mal welche rausgegangen, ist ja auch klar. Ich fand das mit dem Brisket sehr, sehr geil. Finde ich sehr gut, wie die das erklärt haben. Und ich finde es sehr geil, dass wir dadurch jetzt auf ihm seinen Kanal gekommen sind. Und boah, die Brisket Chili Cups. Absolut, absolut geil. Dann dieses eine Side-Dish, was ich noch habe. Also diese fand ich auch super gut. Diese Käse-Krakauer Würstchen im Blätterteig. Auch eine sehr, sehr geile Geschichte. Und ja, wie gesagt, ne, das war jetzt zum Beispiel so für mich schon wieder geil. Ich habe mir 2 Videos angeguckt und ich habe schon wieder 4, 5 Ideen im Kopf, die wir irgendwie benutzen können. Und nächste Woche gucken wir wieder Videos an. So, ich hoffe, euch hat das auch gefallen. Was sagt ihr? Sollen wir das einmal die Woche machen? Wenn ja, schreibt mir einfach eine 1 im Chat. Wenn er sagt, na, muss nicht, dann schreibt gar nichts. Ich sehe ja, wie viele Einsen dann kommen. Weil ich finde, so mittwochs 18 Uhr ist auch eine gute Zeit. Weißt du, das Stündchen nehme ich mir jetzt auch wirklich immer frei. Und dann machen wir das einmal die Woche. Und ich bin mal gespannt, ob ich die Videos stehen lassen kann auf YouTube. Also live kann ich sie auf jeden Fall machen.
Das ist auch rechtlich alles abgesichert, weil wir ja drauf reacten. Ne? Aber es ist halt so eine Copyright-Geschichte, ob ich die jetzt stehen lassen kann auf meinem Kanal. Das ist halt noch so die Frage, das weiß ich, das werde ich jetzt sehen. Mal gucken, wie die beiden jetzt hier reagieren. Und wir lassen das da mal. Und super, Mittwoch 18 Uhr, genau, Mittwochs 18 Uhr. Ich werde auch meinen Kanalbanner mal einmal heute ändern, dass das da auch angekündigt ist, dass wir jetzt immer Mittwochs 18 Uhr treffen uns hier live. Und ich gucke mir 1, 2, 3 Videos an, einfach so blind rein, so wie heute. Ne, also hatte ich auch vorher nicht gesehen. Und ja, sehr, sehr geil. Boah, und hier die Chili Cups jetzt, ich überlege schon die ganze Zeit, kriege ich heute noch irgendwo Chili her. Ja, richtig, richtig, richtig geil. Ja, Hölschi, danke. Den Hintergrund habe ich lange dran gebastelt. Ja, super. Also ich sehe hier nur Einsen drin. Also mega geil. Hat es euch dann anscheinend auch gefallen? Das heißt, ja, machen wir das einmal die Woche. So ein Stündchen finde ich auch so eine gute Zeit. Das brauchen wir nicht zu lange machen. Ne, so wie wir ein Stündchen gucken und uns dann 1, 2, 3 Videos an. Richtig, richtig geil, Leute. Meine Stimme lässt schon wieder ein bisschen nach. Wie gesagt, ich show mich jetzt diese Woche noch. Am Wochenende kommt kein Video von mir. Wie gesagt, wir haben uns jetzt einfach mal die ersten 2 Wochen im neuen Jahr freigenommen und haben gesagt, weil wir uns nicht so wohl gefühlt haben, wir machen keine Videos. Nächste Video kommt dann wieder nächste Woche am Wochenende. Und wir sehen uns aber vorher schon wieder, und zwar nächste Woche Mittwoch. 18 Uhr, gleicher Ort, hier auf meinem Kanal. Die Videos werden noch nicht angekündigt. Ich gehe einfach in mein Ding dann live um kurz vor 18 Uhr. Und dann stoßt er einfach dazu und dann fangen wir so um 5 oder 6 an und ziehen uns hier ein paar Videos rein. Sehr, sehr geil. Hat mich gefreut, dass ihr alle da wart, Leute. Ich würde sagen, wir machen Schluss für heute und wir sehen uns nächste Woche wieder. Also, war schön mit euch.